So, heute wollen wir uns mal angucken, wie schnell und einfach man eine Kranbahnträgerberechnung mit Stahl 2000 machen kann. Kranbahnträgerberechnung, das ist nicht nur die Berechnung, sondern wir benötigen dafür auch Daten über die Kranbahn, die auf dem Kranbahnträger fährt. Diese Daten bekommen wir normalerweise aus den Datenblättern der Kranhersteller und hier in diesem Fall habe ich ein Datenblatt von einem Standardkran der Firma Abus. Hier hole ich mir meine wesentlichen Werte, das sind die Seitenlasten und die Auflagerlasten der Kranbahn und schreibe mir die mal auf. So, ich habe mir jetzt mal 2 Notizzettel gemacht. Auf dem linken Zettel sieht man die Vertikallasten, einmal die Gesamtlast, Eigengewicht und Hublast und als Last einmal den Minimalwert P-Min mit 9,3 kN und einmal den P-Max, also den Maximalwert mit 33,3 kN. Dann haben wir noch einen zweiten Block. Das sind die Auflagerlasten oder die Radlasten, nur in Folge Eigengewicht. Die müssen in der Berechnung nochmal separat aus- oder eingegeben werden. Auf dem rechten Notizzettel sehen wir die Horizontallasten, einmal die Schräglaufkräfte und einmal die Massenkräfte. Die Werte habe ich also einfach aus dem Datenblatt von Abus übernommen, habe sie mir hilfsweise hier mal notiert, so können wir sie im weiteren Verlauf jederzeit sehen. So, jetzt sind die Daten erfasst vom Datenblatt und der Stahl 2000 Launcher, also die zentrale Stelle für den Start der einzelnen Stahl 2000 Apps, ist bereits geöffnet. Hier wähle ich jetzt Kranbahnträger EC aus. Wir haben hier unser bekanntes Karteikartensystem für die Eingabewerte. Auf der ersten Karteikarte werden die Eckdaten und die Querschnittswerte vorgegeben. Ich kann bei der Normenauswahl wählen zwischen einer Euro-3-Berechnung und einer alten Berechnungsnorm DIN 4132. Das Material kann ich wählen, S235 oder S355 und darunter habe ich verschiedene Profilquerschnitte, die möglich sind. Das können Walzprofile sein, das können aber auch zusammengesetzte Querschnitte sein. Wir machen das jetzt hier mal einfach und nehmen ein Walzprofil. Ich schätze jetzt mal, dass wir hier bei dem Kranbahnträger vielleicht ein HEA 200 brauchen werden. Bestätigen und das war schon alles an dieser Stelle. Dann gehen wir auf die zweite Karteikarte und können hier in der Tabelle die Werte für einen Dreifeldträger eingeben. Ich nehme mal jeweils 5 Meter Stützweite. Hier auf der rechten Seite könnte ich noch links und rechts einen Kragarm ansetzen. Das Eigengewicht von Träger, Schiene, Anbauteilen wird automatisch berechnet und hier unten haben wir die Möglichkeit, das Kransystem zu wählen. Wir können also Hängekranbahnen rechnen, Katzbahnen rechnen. Wir können individuelle Lastenzüge fahren lassen oder wir können auch einen Standardkran nach System EFF rechnen. Das lassen wir mal so eingestellt. Und dann noch eine wichtige Sache, denn wir hatten ja gerade das Profil als HEA 200 geschätzt. Wir können hier aber noch eine Profiloptimierung einschalten. Das bedeutet, wenn das System bei der ersten Berechnung merkt, dass der HEA 200 nicht ausreicht, macht die Software automatisch eine neue Berechnung bei einem HEA 220. Wenn der auch nicht ausreicht, das gleiche nochmal mit einem HEA 240 und so weiter, bis ein Profil innerhalb der Baureihe gefunden wurde, das passt und funktioniert. Dann gehen wir auf die dritte Karteikarte. Da geben wir die Schienenwerte an. Wir können wählen zwischen A-Schienen und Flacheisen. Wir belassen es jetzt mal beim Flacheisen und wir geben an, dass das Flacheisen 50 x 30 mm groß ist. Mit einer Schweißnaht von 6 mm schweißen wir das fest und sagen, die Schiene wird nicht als statisch tragendes Element mit eingerechnet. Darunter können wir noch die Art der Schweißnaht genauer definieren. Ich belasse es bei durchlaufenden Schweißnähten links und rechts. Jetzt geht es an die vierte Karteikarte. Das ist die Eingabe der Krandaten. Und zwar sind das im Wesentlichen die Werte, die wir vorhin in dem Datenblatt gefunden haben. Die Nutzlast waren 50 kN, die Spannweite waren 16 Meter, der Radstand war 2,7 Meter. Dann haben wir hier P-Max. Das haben wir uns hier auf den Notizzettel geschrieben. Das sind 33,3 kN und P-Min ist 9,3 kN. Jetzt folgen die Werte in Folge Eigengewicht. Da haben wir den Max-Wert von 9,7 kN und den Min-Wert von 8,3. Dann haben wir eine Hubgeschwindigkeit von 6 Meter pro Minute, haben eine Einstufung als HC2 und S3. Jetzt müssen wir die Massenkräfte und Schräglaufkräfte eingeben, wobei wir uns die aber auch per Klick nach Norm berechnen lassen können und bekommen so schon mal gewisse Vorschlagswerte. Die kann man jetzt natürlich noch überschreiben mit den Werten, die aus dem Datenblatt des Herstellers kommen. Bei den Massenkräften haben wir 0,6 kN. HM2 ist 2, man sieht also, die sind deutlich günstiger, die Werte, die vom Hersteller kommen. Die Schräglaufkraft 10,3 haben wir schon, 2,2 haben wir als HS1 und 8,0 als HS2. Das war schon alles bei den Lasten, wir könnten jetzt auch noch einen zweiten Kran eingeben, sodass dann 2 Krane auf dem Kranbahnträger fahren. Aber das lassen wir jetzt mal.
Gehen wir jetzt auf die letzte Karteikarte und legen fest, was wir genau berechnen möchten. Wir möchten natürlich die Auflagerkraft A und B haben. Dann möchte ich im ersten Feld die Biegemomente haben. Dann kann ich noch an individuellen Stellen beliebige Werte ausrechnen lassen. Das würde man zum Beispiel machen, wenn man genau weiß, dass 1 Meter vom Auflager entfernt ein Verbindungsstück, also zum Beispiel eine Kopfplattenverbindung vorgesehen ist. Um dort die Schnittgrößen zu kennen, würden sich die dann an dieser Stelle berechnen lassen. Jetzt legen wir noch den Rippenabstand fest, das heißt dort, wo der Kranbahnträger ausgesteift ist, zum Beispiel alle 5 Meter. Dann wollen wir auch den Beulnachweis machen und auch den Betriebsfestigkeitsnachweis. Jetzt sind alle Angaben gemacht und wir können die Berechnung durch Klick auf das Taschenrechnersymbol starten. Wir legen noch fest, wo unter welchem Namen gespeichert werden soll und mit dem Klick auf Speichern wird die Berechnung ausgeführt. Da ist das Ergebnis schon, das geht in Sekundenschnelle. Wir haben jetzt eine Vorabausgabe auf dem Bildschirm und können da mal kurz durchgehen. Hier auf der ersten Seite haben wir das Protokoll der Eingaben, die wir gemacht haben, also was für ein statisches System, die Vertikallasten, die Seitenlasten, der Radstand etc. Dann geht's auch direkt in die Berechnung der Einflusslinien, jeweils jetzt hier für einen ganz bestimmten Fall. Das sind die Radlasten in vertikaler Richtung. Und jetzt die Einflusslinie für die Stützkraft an der Stelle x gleich 0, also fürs Auflager A. Hier haben wir die Stützkraft an der Stelle x gleich 5, also am ersten Auflager. Jetzt kommt die Einflusslinie für das Moment an der Stelle x gleich 1,79. Das ist die Stelle, wo das maximale Feldmoment im ersten Feld auftritt. Und dann geht es auch schon an die Bemessung. Grundlage ist der Kippbiegenachweis von Petersen aus Statik und Stabilität der Baukonstruktion. Wir haben jetzt hier einen Querschnitt angegeben, HEA 240. Zur Erinnerung, wir haben bei den Eingaben einen HEA 200 geschätzt. Das heißt, die Profiloptimierung hat ergeben, dass der 200er Träger nicht ausgereicht hat. Der 220er hat auch nicht gereicht, aber der HEA 240 war ausreichend. Die Bemessungsergebnisse gucken wir uns jetzt an. Sind viele Sachen, aber man muss sich zum Glück nicht alles im Detail anschauen. Entscheidend ist die Eckspannung Theorie zweiter Ordnung. Die ist jetzt hier 12,64 kN pro Quadratzentimeter. Daraus folgt ein Ausnutzungsgrad von 0,59, also kleiner 1. Hier haben wir eine Eckspannung, die ist 18,46, also das Profil ist ganz gut ausgelastet mit 0,86 kleiner 1. Wir haben aber noch ein klein bisschen Reserve. Dann haben wir die Spannung infolge örtlicher Radlasteinleitung. Und dann bekommen wir nach der Bemessung eine tabellarische Aufstellung der Auflagerkräfte. Das sind also insgesamt 22 verschiedene Lastfälle, die man rechnen könnte. Wer mit unserem Stabwerksprogramm rechnet oder mit der Hallenrahmen-Software, kann die Werte auch automatisch für weitere Berechnungen übernehmen. Alle anderen können sich die Werte einfach in der Tabelle anschauen, sich die für die Weiterberechnung relevanten Werte auswählen und dann manuell übertragen. Ja, das war schon die Kranbahnberechnung und wir haben gesehen, innerhalb weniger Minuten kann man eine komplette Kranbahnträgerberechnung mit Stahl 2000 machen. Wenn Sie jetzt noch sehen möchten, wie man blitzschnell den zum Kranbahnträger passenden Hallenrahmen berechnen kann, dann klicken Sie auf das vorgeschlagene Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.